Hallo meine Lieben, in diesem Procreate Basic Video werde ich euch zeigen, wie ihr Texte einfügen und auch bearbeiten könnt und was ihr dabei beachten solltet. Mehr dazu gleich nach dem Intro. In diesem Video wollte ich euch kurz zeigen, wie ihr auch Texte einfügen könnt. Da geht ihr hier auf dieses Symbol und auf Hinzufügen und da habt ihr einen Eintrag Text hinzufügen. Und da könnt ihr ganz einfach den Text ändern und dann könnt ihr hier Stil bearbeiten, sagen und hier habt ihr dann verschiedene Möglichkeiten, diesen Text zu manipulieren. A, könnt ihr die Schriftart ändern. Ihr könnt sagen, ob das Regular, Italic oder Bold Italic sein soll. Also je nach Schriftart, die ihr auswählt, habt ihr auch noch mehrere Stile. Ihr könnt die Größe definieren. Die Größe, ihr seht, sobald ich da über die Größe der Box gehe, wird es aufgeteilt. Das heißt, ihr müsstet hier effektiv die Größe der Box verändern, falls ihr da noch größer gehen wollt. Dann ist es so, der Abstand, den ich hier auch einstellen kann, die Laufweite, dann den Durchschuss, weiß ich jetzt hier gerade nicht, was das beinhaltet. Aber die Schriftlinie ist effektiv, wie weit entfernt sich der Text von der Schriftlinie. Und ich kann hier auch die Deckkraft bestimmen. Des Weiteren kann ich sagen, soll es links ausgerichtet, mittig, rechts ausgerichtet oder wenn ich mehrere Textzeilen habe, dass die sich perfekt verteilen. Ich kann sagen, ob das unterstrichen sein soll, ob es nur die Outlines von diesem Text zeigen soll und ob der ganze Text groß sein soll. Das macht jetzt bei der Schrift nicht einen Unterschied, weil das per se eine ist, die mit Großbuchstaben arbeitet. Aber wenn ich jetzt hier auf Impact ändere, dann kann ich hier antippen Großbuchstaben. Ihr könnt diese Schriften verwenden, die es drin hat, oder ihr könnt auch Schriften importieren. Wenn ihr fertig seid mit Bearbeiten, könnt ihr hier auf Fertig klicken. Dann ist es auf einer Ebene und dann kann ich hier mit dem Pfeilelement immer noch das verändern. Solange dieses A in diesem Feld drin ist, ist es effektiv Text, den ich, wenn ich draufklicke, auch immer noch bearbeiten kann. Wenn ihr wollt, dass das nachher, also dass das ein Bild wird, um zum Beispiel Perspektiven zu verändern, dann, ich dupliziere das hier kurz, um das euch zu zeigen. Das heißt, ich lasse einen im Text und mache den jetzt mal ganz groß. Oder versuche es zumindest. Ja. Und dann seht ihr, dass diese Linien immer noch perfekt sind. Das heißt, ich habe keine Verpixelung. Das arbeitet wirklich, das löst es hier super auf. Wenn ich das andere nehme und da jetzt sage, mach aus dem oder rastere das, dann seht ihr, dieses A ist weg und jetzt sehe ich nur noch dieses Bild, quasi dieses Thumbnail. Das heißt, das ist jetzt kein Text mehr, sondern das ist ein Bild. Wenn ich da jetzt hingehe und das extrem vergrößere, dann seht ihr hier schon, das fängt hier komplett an zu verpixeln. Das heißt, macht das wirklich erst, wenn ihr wisst, wie groß ihr diesen Text haben wollt. Erst dann geht ihr hin und ändert das zu einem Pixelbild. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch zu dem Text einfügen zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!